Okay, los geht's. Ciao. Hallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs und heute besuche ich eine der schönsten Gegenden Argentiniens und finde heraus, wie man den Ölfilter ohne Schlüssel abbekommt, was ziemlich stressig ist. So, wir sind jetzt hier an der Shell-Tankstelle, Benzin. Keine Ahnung, was Frank wieder macht. Ich glaube, der will noch Öl kaufen oder so. Bei seinem Bock braucht er ja ständig neues Öl. Ich wollte Luft nachfüllen, aber jetzt habe ich hier das Ding mal rangemacht. Das verliert einfach nichts. Stand jetzt 2,5 Wochen, stand der Bock rum. Da verliert er keine Luft. Also, das ist top. Das ist überhaupt, ich verliere kein Öl, keine Luft, kein gar nichts. Das muss man sagen. Japanische Qualitätsarbeit. Ja, das hier ist Turmbau zu Babel. Das hatte ich alles nicht vorher, als ich losgereist bin. Das habe ich jetzt. Ich werde es halt in Bolivien wahrscheinlich nochmal brauchen. Das ist hoch und kalt, habe ich mir sagen lassen. Und die haben keine Heizung. Ja, so ist es. Jetzt kommt er. Der Weihnachtsbeleuchtung. Fertig? Ein paar Infos zur Strecke heute. Bis Cafajate sind es 180 Kilometer. Die Strecke soll recht schön sein. Die ersten 80 Kilometer nicht so, aber dann soll es sehr schön werden. 28 Grad. Also perfekto. Boah, shit. Hier über die Kante. Ist auch witzig. Seht ihr diese Stromleitungen? Die sind von Parasiten bewachsen. Das sind immer wie so Disteln oder sowas. Wachsen da rum. Jetzt sind wir hier lang gerauscht und ganz viele Vögel auf diesen Stromleitungen und die hier rumfliegen. Erst dachte ich, es sind Schwalben, dann habe ich gedacht, es sind Tauben, aber es sind Papageien. Und dann habe ich gedacht, wenn es Papageien sind, will ich mal kurz anhalten und gucken. Ja, Papageien. So, das hier unten dürfte die Station schon sein, die erste. Ein Ort namens Alemannia. Also ich muss jetzt hier irgendwo reingehen. Da schauen wir jetzt mal nach. Alemannia in Alemannia, ist ja klar.
Da steht's. Alemannia. Das sieht unter dem Restaurant aus. Oh fuck. Ja? Da habe ich jetzt gedacht, kann man nicht einfach hinfahren. Aber wenn er das macht, dann mache ich das auch. Der Deutsche benimmt sich wieder wie er will. Alle parken da, aber der Deutsche fährt vor bis zum Tresen. Das ist hier, ich bin Deutscher, Entschuldigung. So, Alemannia. Irgendwie ist das ein Ort, da steht's auch, der von der Eisenproduktion war hier eine Station wohl. Und das ist hier ja noch eine Eisenbahnstation, eine alte, aber das ist jetzt ein Café. Und die Tische stehen so auf den Gleisen, das ist halt ziemlich cool. Und sonst ist hier eigentlich nichts, hier sind noch 4 Häuser. Und das war's. Hier steht irgendwie ein Museum dran, aber ich glaube, bin nicht sicher, ob da ein Museum oder sowas ist. Dann ist da noch so ein Stand, wo die irgendwelchen Schmuck verkaufen. Da sitzt der Frank. Wir essen jetzt hier natürlich was. Und hier kommt irgendwo Musik her, wissen wir aber nicht genau woher. Ja, das hier ist abgeschlossen. Und hier ja, steht Museum dran. So, aber ist abgeschlossen. Deswegen, ich glaube, hier ist nichts. Aber die Kulisse ist natürlich schön. Es ist gerade so ein paar Kilometer vorher hier richtig schön geworden. Und der Frank, der war ja schon von da unten, kam von da unten. Und er hat gesagt, es bleibt jetzt so bis Cafayate. So, das war jetzt wirklich ganz nett hier. Tschüss. Und er spricht sogar Deutsch. Hat gesagt, das heißt eben Alemannia, weil diese Zugbetreiber von diesem Eisending, das waren halt Deutsche. War eine deutsche Firma. Where are you from? From Peru. Huh? From Peru. Here. Peru. Oh, cool. Very cool. You? Alemán. Alemán. Yeah, yeah, yeah. Sí, vimos we saw the
Oh, I see. the Yeah. European Union sign. Ah, okay. Right. Cool. Nice here, huh? Very Yeah. good road. You've seen the movie? No, I haven't. There's an Argentinian movie called Wild Tales. Okay. There's a famous. It's like a bunch of short films about violent encounters between people, Okay. and one of them was filmed here on this road. I see. Okay, cool. Nice. So, Garganta del Diablo. So eine Felsspalte. Hola, buenas. Jetzt sind wir in Cavallate reingefahren und natürlich haben wir kein Hotel. Bei Booking gibt es was für $24. Das bedeutet dann immer, dass das nur die Hälfte ist wegen dem Blue Dollar. Das habe ich ja schon mal erklärt. Dass unser Wechselkurs doppelt so gut ist wie der offizielle Wechselkurs. Deswegen, wenn bei Booking $24 steht, dann sind es $12 also für beide. Der Frank, der guckt immer bei iOverlander. Ich benutze das sehr, sehr selten, ehrlich gesagt. Und jetzt habe ich gesagt, er soll mal vorfahren. Er hat da 2 Hostels rausgesucht, soll er mal vorfahren. Ich finde halt immer, dass bei iOverlander die Sachen ziemlich veraltet sind. Also nicht immer, aber oft. Und das ist jetzt gerade nach der Pandemie, sind halt viele Sachen so von 2017, 2018. Auf der anderen Seite habe ich auch schon oft, wo Leute mir dann gesagt haben, wo ich dann gesagt habe, oh, das ist ja total cool, wo habt ihr das gefunden? Und dann, ja, iOverlander. Und dann so, da gucke ich nie. Also man kann schon gute Sachen finden, nur weil die Sachen dann, die Einträge alt sind, da hat dann halt vielleicht keiner was eingetragen, aber die Sachen sind vielleicht trotzdem gut. Also ich will das gar nicht schlecht reden. Ich weiß, dass es sehr viele Leute benutzen und ich habe es auch in Marokko mal benutzt und ich habe auch ab und zu gute Erfahrungen gemacht, aber ja, ich benutze es einfach nicht so oft. Ich sollte es vielleicht viel öfters benutzen. Aber das könnt ihr euch auch mal merken als Tipp. Das funktioniert weltweit. Ist so eine App.
So, es ist schon der nächste Tag in Cavajate und wir haben dieses Hostel gefunden, wunderschön. Und heute will ich einen Ölwechsel machen, den zweiten in Südamerika. Ich habe jetzt fast die 60.000 erreicht und den letzten Ölwechsel habe ich bei 49 gemacht und jetzt sind 10.000 Kilometer rum. Alle 10.000 soll man einen Ölwechsel machen und alle 20.000 wechselt man den Ölfilter mit. Also beim letzten Mal habe ich den nicht gewechselt, jetzt ist er fällig und voilà. Den Ölfilter habe ich ja schon, falls ihr euch erinnert, in Santiago gekauft, in Chile, das ist er. Fahre ich seitdem mit mir rum, bin ich froh, dass ich den heute anbringen kann. Yamaha empfiehlt Yamaloop und es ist ein halbsynthetisches, also genau das, die Bezeichnungen stimmen alle da drauf, hatten die sogar da. Der Liter 5 Euro. Als erstes mache ich hier die Backplate ab. Und dann mache ich sie kurz an, lasse es ein bisschen warm laufen, damit das Öl ein bisschen flüssiger wird. Und dann ist da drunter so eine Schraube, die mache ich auf und lasse das Öl raus. Und dann mache ich den Ölfilter ab. Das Ding ist, ich habe natürlich nicht so einen Ölfilterschlüssel. Ich hoffe, ich kriege den da ab. Mal schauen, wie das wird. Habe ich ja auch noch nie gemacht. Oh. Oh, Scheiße. Keine Chance. Ich brauche Hilfe auf jeden Fall mit dieser Scheiße. Mache ich was? Kloppe ich darauf rum. Okay, den haben wir. Finger weg. Hast du einen Schraubenzieher? Da sind jetzt auch nochmal 200 Milliliter. Das wird dann warte erstmal, bis das Öl draußen ist. Boah. Da bricht der Schraubenzieher ab. Probier du das mal, aber ich habe da Schiss, so krass zu machen. Ich habe halt Angst, dass du das Ding hier umschmeißt. Ja. Gar nichts, ne? Oh, jetzt. Dann haben wir Freunde. Mein erster Ölfilter.
der natürlich in der Werkstatt für dich machen, aber das ist halt eine Übernachtung. So musst du das sehen. 6 Euro meinst du? Jetzt ist es aber hier im Anschlag, ich kann jetzt nicht weiterdrehen. Muss ich ihn rausziehen, oder? Ja. Meinst du, ich kann jetzt mit der Hand drehen? Nee. Ich habe jetzt solche öligen Hände, da geht gar nichts. Und jetzt muss ich ihn nochmal reinkloppen, oder was? Ey, wie hast du den denn da reingehauen? Juhu! Pam, 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 pam. Ohne Frank hätte ich es nicht geschafft, aber das Ding ist ab. Scheiß Ding. Ein bisschen sauber machen. Der neue Ölfilter soll dann der O-Ring eingeölt werden mit dem Öl. Schraubt den neuen Ölfilter drauf. Und dann unten die Schraube zu, hier. Diesmal habe ich einen neuen Ring, letztes Mal habe ich ja den alten wieder benutzt, also jetzt habe ich den schon zweimal benutzt. Diesmal habe ich Kopfhörerringe gekauft, das ist genau die Angabe, habe ich mir rausgesucht, welche die Größe ist. Ich hatte natürlich jetzt nicht das aufgemacht, ich hoffe, dass das passt. Und dann fülle ich das Öl wieder rein, mache alles wieder drauf, zu, fertig. Ich habe jetzt natürlich nicht ganz so viel reingefüllt, weil beim letzten Mal war ja dann zu viel drin. Jetzt fehlen noch eigentlich 400 Milliliter, aber das Schaugras ist halb voll. Steht halt schief hier. Jetzt werde ich es wieder rausrollen und dann kommt der Moment der Wahrheit, ob das handfest reicht hier mit dem Ölfilter. Ansonsten muss ich später losfahren und das festmachen lassen. Mal hinstellen. So ist okay. Ich fahre sie jetzt mal raus. Also ich bin jetzt einmal um den Block gefahren. Schauen wir mal drunter. Es ist dicht. Ich hatte das auch mal gesehen, dass dieses handfest anziehen reicht, wenn das ordentlich sauber ist und so. Naja. Ich gucke jetzt erstmal Fußball. Gehe jetzt hier gerade noch mal Chips kaufen. Oder sowas. Ich habe Hunger, aber die Zeit habe ich natürlich nicht mehr. Und dann später mache ich dann die Bashplate drauf. Vielleicht fahre ich noch mal eine Runde und gucke, ob das da unten irgendwie rausdrückt. Aber bisher ist es dicht. Das ist der Hauptplatz in Kapajate.
Und man sieht, hier sind so ganz viele Touristenbars, also es ist schon touristisch hier. Natürlich hauptsächlich argentinische Touristen und hier in der Gegend ist wie in Salta. Hauptsächlich, wenn es Gringos sind, Franzosen, witzigerweise. Da steht eine Kirche und wie wir gestern schon gesehen haben, ist es eine brutale Weingegend. Ja. Ich bin jetzt noch auf der Suche nach Klopapier und ich will natürlich nur eine Rolle kaufen. Und jetzt war ich in einem, da gibt es aber nur so 4er-Packs, das will ich nie mitschleppen. Das hat die mir einen gesagt. Und jetzt muss ich noch zur Tankstelle laufen danach und mein Öl entsorgen. Und ich habe die Flasche ja oben abgesägt. Das heißt, es ist offen. Ich habe das jetzt schon abgekippt in eine geschlossene Flasche, aber da ich da so viel Sand, das sich verschüttet hat, den Sand habe ich dann mit da reingepackt. Den Rest kann man halt nicht abschütten mehr. Deswegen muss ich das jetzt offen irgendwie 10 Minuten durch die Stadt tragen. So, Tankstelle. Oh, das war eine Viertelstunde hierher laufen. Das Ding war, ich habe schon 2 Tüten da reingemacht. Das Ding war bis oben hin. Zum Glück habe ich im Hostel so einen Eimer gefunden. Ich konnte das Blut transportieren. Jetzt gucken wir mal. Wie geht das hier? Das ist mega schwer. Weiß ich nicht genau. Da ist nichts drin. Arena, hier ist Sand drin. Aha. Keine Ahnung, ich schmeiß jetzt hier einfach rein, dann habe ich ein gutes Gewissen. Ich habe den jetzt auch nochmal gefragt und er hat mir dann so eine Tonne gezeigt, wo ich es reinlernen kann. Und da habe ich reingekippt und dann ist es natürlich hochgespritzt. Und ist jetzt alles hier auf mein T-Shirt gespritzt. Das Öl. Habe jetzt zum ersten Mal fast ganz alleine den Ölwechsel gemacht. Frank hat mir natürlich geholfen mit dem Ölfilter, den hätte ich jetzt alleine so nicht abbekommen. Jetzt weiß ich halt, wie das Gewinde ist und so, das ist schon ein Vorteil. Und der Trick mit dem Schraubenzieher da durchhämmern, das ist schon gut. Ich hoffe jetzt, dass es dicht bleibt. Und morgen geht's dann raus aus Cafayate. Sollte meine Hose trocken sein, weil die habe ich natürlich auch versaut bei dem Ölwechsel und habe ich jetzt gewaschen. Ja, und dann geht's auf die Ruta Forti. Ich bin gespannt. Das obere Stück soll sehr gut sein und unasphaltiert. Ja, da freuen wir uns beide drauf, glaube ich. Stimmt's? Chillig, chillig. Ja, man kann uns nicht richtig sehen, aber wir sind hier und ist dunkel halt, jetzt kommt Licht. Warten wir bis zum Licht. So, und jetzt sagen wir bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.